Herzlich willkommen zu den News von Fortnite Battle Royale. Heute geht es um den Patch 7.20. Es gab schon seit ungefähr einem Monat keinen richtigen Patch und dazu zählen nicht die ganzen Content Updates. Zu den letzten Patches gab es kein Video, aus dem Grund, weil die ganzen Skins und viele andere Sachen nicht leakbar waren. Und aus diesem Grund machte zum Beispiel so ein Video relativ wenig Sinn, doch jetzt wurde viel Neues geleakt und in diesem Video erfahrt ihr alles über die neuen Waffen und natürlich auch die ganzen neuen Skins, Gleiter, Spitzhacken, die neu dazugekommen sind. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Als erstes kommen wir doch mal zu der neuen Waffe, sie heißt nämlich Revolver mit Zielfernrohr. Diese Waffe ist eine Art Mischung zwischen dem Revolver und einer Sniper. Wir schauen uns dann mal die ganzen Infos über die Waffe an. Übrigens im Gameplay seht ihr sie schon. Zunächst ist diese Waffe in der epischen und legendären Variante verfügbar, also in den Farben Lila und Gold. Verschießt mittlere Munition, also die gleiche Munition wie die Scar. Sie verursacht pro Schuss 42-44 Schaden. Kann auf dem Boden in Truhen und Vorratslieferungen gefunden werden, sowie in Verkaufsautomaten erworben werden. Und so hört sie sich an. In Großem und Ganzen ist es eine geile Waffe. Doch jetzt kommen wir doch mal zu dem besten Teil des Videos, nämlich die neuen Skins, und hier seht ihr sie schon. Und hier seht ihr die ganzen neuen Emotes.
Die ganzen Leaker haben es irgendwie geschafft, die ganzen Skins zu leaken. Man weiß nicht, ob es von Epic Games gewollt war oder nicht, denn zur Weihnachtszeit konnten nur um die 10% der ganzen verschlüsselten Skins geleakt werden. Ob Epic Games sie absichtlich so stark verschlüsselt hat, damit es einige Überraschungen zu Weihnachten gibt, weiß man nicht. Man weiß auch nicht, ob es die ganzen Skins sind, die mit dem Patch neu dazugekommen sind. Vielleicht will Epic Games, dass die Skins geleakt werden. Ich finde es besser, wenn die ganzen Skins schon vorausgeleakt werden, denn dann kann man sich schon einen Skin aussuchen, den man am besten mag und V-Bucks besorgen, um ihn dann nach dem Release zu kaufen. Stellt euch mal vor, ihr habt nur 2000 V-Bucks zum Beispiel. Es kommt ein geiler Skin raus und ihr kauft euch den, doch 2 Tage später kommt noch ein geilerer Skin raus, doch dann habt ihr keine V-Bucks mehr, um ihn euch zu besorgen und habt auch alle 3 Rückgabetickets schon verbraucht. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? Denn noch schlimmer wird es, wenn der Skin, den ihr euch nicht kaufen konntet, nie in den Shop kommt und somit auch selten wird. Jedenfalls, wenn die Skins nicht leakbar sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass Epic Games dann mehr Gewinn macht, aber das ist schon ein anderes Thema. Als nächstes wurde es an den reaktiven Gleitern herumgeschraubt. Sie können jetzt in Form von Match-Gegenständen gefunden werden, die euch den Wiedereinsatz von Hängegleitern ermöglichen. Sie sind in Solo und vielen anderen Modi zu finden. Also wenn ihr die reaktiven Gleiter haben wollt, müsst ihr eure Sniper, Raketenwerfer oder Schildtränke da lassen, je nachdem welche Waffe euch lieber ist. In Solo ist es gut, solche Möglichkeit für reaktive Gleiter zu haben, doch in 50 gegen 50 Modus eher nicht, denn da gab es die reaktiven Gleiter schon lange und jetzt einen Slot einfach zu verlieren ist extrem unnötig. Jedenfalls der Häufigkeitsgrad von denen ist selten, also blau, und kann auf dem Boden in Truhen und Vorratslamas gefunden werden, sowie bei Verkaufsautomaten erworben werden. Sie verfügen über 10 Ladungen, mit jedem Einsatz wird eine Ladung verbraucht. Wenn alle Ladungen verbraucht sind, verschwindet der Gegenstand aus dem Inventar. Und übrigens, ihr müsst sie nicht im Inventar auswählen, um sie zu benutzen. Es reicht, wenn ihr einfach die Taste zum Springen drückt. Mit dem Patch wurden viele Waffen angepasst, unter anderem auch die Minigun. Sie wird ab jetzt nach 6-sekündigen Dauerfeuer überhitzt und zusätzlich wurde ihr Sound verbessert. Ich gehe auf die ganzen anderen Waffenänderungen nicht ein, denn es würde irrsinnig lange dauern. Doch wenn es euch interessiert, habe ich euch die Epic Games Seite in der Videobeschreibung verlinkt. Dort habe ich auch die ganzen News von dem Patch 7.2 her. Epic Games hat auch noch die ganzen Bugs behoben. Es gab zum Beispiel einen Bug, den sollte mittlerweile schon jeder kennen. Wenn ein Spieler Emotes auf der Startinsel einsetzte, führte er das Emote nach dem Sprung aus dem Battle Pass fort. Und die Hängegleiter und Regenschirme fielen seitwärts oder mit flacher Ausrichtung vom Battle Pass. Das und viele andere Bugs wurden gepatcht. Da wurde noch die Seilrutsche verbessert. Ab sofort kann die Richtung über die Bewegungseingabe geändert werden. Bewegt euch einfach in die gewünschte Richtung, während ihr auf der Seilrutsche hängt. Springen ist jetzt nicht mehr nötig. Bei der Seilrutsche bewegt ihr euch nicht mehr sofort mit der Höchstgeschwindigkeit, wenn ihr an der Seilrutsche hängt, sondern erreicht die Höchstgeschwindigkeit erst nach kurzer Beschleunigung. Maus- und Controller-Empfindlichkeit wurde angepasst. Es steht jetzt eine weitere Dezimalstelle zur Verfügung, um präzise Änderungen zu ermöglichen. Kennt ihr das, wenn ihr euch Schnellverschüssen einbauen wollt und die Wand platziert sich irgendwo unter der Erde? Das Problem ist jetzt endgültig behoben. Wenn der Großteil einer platzierten Wand unter der Erde liegt, wird ein neues Feature hinzugefügt. Dabei wird ein kostenloses zusätzliches Teil auf dem anderen gebaut. Dies tritt ein, wenn weniger als 30% des Wandteils über der Erde liegen. Kommen wir jetzt mal zu den Turnieren. Sie wurden jetzt aktualisiert und Epic Games wird viele Testturniere raushauen, um das Ganze mit einer größeren Spielmenge zu testen. Bei den Turnieren ist es jetzt so, dass Spieler automatisch aus einem Match entfernt werden, nachdem sie nach ihrer Eliminierung 60 Sekunden lang den Beobachtungsmodus genutzt haben. Aus dem Grund, damit die Server weniger überlastet werden und die ganzen Turniere flüssig laufen. Es wurden dann noch die Munitionssymbole im Inventar verändert. Sie sehen jetzt realistischer aus. Wie es euch schon sicherlich bekannt ist, verfügen die Skins aus dem neuen Season 7 Battle Pass Lux und Zenith andere Posen, nicht nur im Spind, sondern auch in der Lobby bei Inaktivität. Das war eigentlich schon alles mit den ganzen News. Ich hoffe wie immer es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!